Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wirklich am Arsch in einem monstermäßigen Kaloriendefizit in diesem Monat, weil Sober Oktober. Aber wird wahrscheinlich am Ende des Monats noch ein Video geben. Hallo, 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 ich bin Ich Irina. bin zu Freundin ist gerade nach Hause gekommen. Dementsprechend, ich habe mir eine nagelneue BMW 1300er GS bestellt und zwar dieses Modell. Die große Frage ist, wieso habe ich es gemacht? Und zwar, es hat ja dieses Video gegeben von euch. Ich habe echt wenig Feedback erhalten. Richtig schade. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht kennt. Und falls ihr es schon kennt, schreibt auf jeden Fall hier was in die Kommentare. Und zwar, die Frage war eigentlich primär, kann man einem Software-Update glauben, dass es Probleme fixt? Wenn dir eigentlich niemand überhaupt gesagt hat, das Software-Update hat dein Problem gefixt, man hat das bisschen noch wirken lassen müssen. Und zwar der Hauptfix dafür, dass mein Motorrad 3 Wochen in der Werkstatt gewesen ist, war eigentlich, ja, wir haben das neue Update aufgespielt. Wir sind noch ein paar Runden mehr damit gefahren, weil du uns ja gesagt hast, es kommt erst wieder nach der Zeit. Und dann, ja, der Fehler ist nie wieder aufgetreten. Das heißt, Update aufgespielt, alle Fehlermeldungen waren weg. Aber Aus- und Einschalten, alle Fehlermeldungen waren weg. Einmal über Nacht stehen lassen, alle Fehlermeldungen waren weg. Dementsprechend, ja, wenig Vertrauen in diesen Lösungsansatz. Aber eigentlich haben sie quasi kein Gerät ausgetauscht. Und dann habe ich quasi einfach für mich ein bisschen Zeit wirken lassen und mit der Unterstützung von guten Freunden, ich danke euch vielmals, da eigentlich mein Hauptberuf auch Softwareentwicklung ist und ich einfach aus Erfahrung weiß, wie viele Firmen da draußen einfach sagen, installiere einfach das neue Update, Problem behoben, oder installiere einfach das neue Update und wir schauen mal, was passiert. Und sehr viele Fehler sind eigentlich komplett offensichtlich, aber sie werden einfach nie behoben, weil andere Themen immer wichtiger sind. Dementsprechend habe ich das Problem, dass ich einfach kein Vertrauen darauf habe, dass der Fehler weg ist. Und das Ding war, ich war letztens Moped waschen, ein Vogel hat bei mir alles vollkommen zugeschissen. Und nach dem Moped waschen, Feuchtigkeit, hat echt einmal ACC direkt wieder ausgefallen. Im Sinne von Warnleuchter aufgeblinkt und ACC war weg. Man hat es so wieder einschalten können, Moped ist noch gefahren, aber heißt für mich, bei beiden Totalausfällen und bei dem jetzt war Feuchtigkeit im Spiel. Dementsprechend, nachdem man diesmal ja überhaupt nichts gewechselt hat beim Moped. Entweder hat die Serie was, entweder hat mein Moped was. I don't know, aber ich sage auf jeden Fall, leider kein Vertrauen mehr in das Moped für die Zukunft. Echt richtig schade. Es war so geil, wie sie aus der Werkstatt gekommen ist und ich einfach ein paar Runden gedreht habe. Ich war riesig glücklich. Und jetzt die Frage, warum ist es die GS geworden? Also, die Geschichte ist einfach so. Das letzte Motorrad, das ich hatte, auf das ich mich wirklich verlassen konnte, war eine BMW. Und es war die S1000R und ich habe sie abgöttisch geliebt. 5 Jahre, 50.000 Kilometer. Im 5. Jahr war der Hauptkabelstrang angewetzt. Okay, irgendwo hat dann ein Knopf mal geklemmt, aber mein Moped steht immer draußen. Und ja, irgendwas, ein Verbau, irgend so ein Plastikverkleidungselement war ein bisschen verbogen, aber BMW hat einfach gesagt, kein Ding, wir tauschen dir das aus. Und meine Freundin ist sehr oft hinten drauf gesessen und wir sind ja auch sehr gut unterwegs gewesen. Ha, so ein geiles Bike. Ich liebe den Motor heute noch gerne. Hier für euch ein Eindruck. Es hat 5 Jahre durchgehalten, es hat mich nie im Stich gelassen. Ich hatte einfach irrsinnig viel Spaß. Danach kam die Ducati. Okay, man muss sagen, Ducati Connect hat einfach nicht funktioniert und es war ein Krampf und ich war einfach enttäuscht und ich habe ja viel Feedback hier gegeben, wie schlecht es funktioniert und das ganze Konzept mit dem Überhitzen und Display vom Handy immer an. Falls ihr es nicht kennt, gerne hier mal Ducati Connect Eindrücke verlinkt zum damaligen Zeitpunkt. Sagen wir mal, es war viel Leid, das ich ertragen habe müssen, aber wie wir jetzt wissen, lässt dann auf sehr hohem Niveau, weil man muss einfach sagen, die Ducati ist gefahren ohne Ende. Sie ist nach Bosnien gefahren, sie ist in Bosnien gefahren, sie war in Nordfrankreich, sie war am TED in Slowenien, in Nordfrankreich auch auf dem TED. Videos kommen bestimmt hier irgendwann hier mal. Deshalb, sie hat einfach alles mitgemacht. Mega geilen Motor gehabt mit echt schlechtem Sound, aber Leistung en masse hat mir wirklich gefallen. Es war ein richtig geiler Bock und unterm Strich am Moped selbst hat immer alles funktioniert. Das Einzige, was war, der Kennzeichenhalter ist abgerissen in Bosnien. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, aber hey,
Es war Offroad, es ist auch Lästern auf sehr hohem Niveau. Und man hat einfach gesehen, durch diese Schnauze hinten raus, wo auch der Totwinkelsensor nach hinten rausgeht, das ist einfach sehr exponiert gelagert. Und wenn du halt einfach viel federst, wackelt das Ding extrem viel. Okay, kann man einfach nachvollziehen. Wirklich eigentlich kein Weltuntergang. Genau, gestohlen worden. Jetzt habe ich die KTM und quasi nach einer Saison sage ich, verdammt, ich kann mich einfach nicht darauf verlassen. Es ist einfach traurig. Und das Bike muss weg. Und dementsprechend, ja, ich würde sehr gern irgendwie eine Harley Panamericana fahren, aber ich habe einfach nur so gegoogelt und da hatten Leute definitiv viele Probleme. Genau, da hat es auch viele Software-Updates gegeben und einiges hin und her, Starter, irgendwas draufgebaut auf den Lüfterkühler oder sowas in der Art. Bei einem Servicetermin quasi zum Nachrüsten und sagen wir, ich habe einfach keinen Bock auf Experimentieren. Die Motorradsaison ist einfach immer zu kurz, 5, 6 Monate und das Bike muss halten in der Zeit, wenn ich einfach mal 15.000, 18.000 Kilometer drauf war. Ich würde auch sehr gern eine Triumph fahren eigentlich, aber ich habe die Probefahrt gemacht und die war eigentlich wirklich geil. Das einzige Problem an ihr war halt, sie war halt sehr schwergängig und ich hatte das bei der Kawasaki R6N und damals war mein erstes Bike und ich dachte einfach, hey, die hat irgendwie keinen Bock auf die Kurve und ich musste richtig reindrücken und habe irgendwie so das noch keinen wirklichen Vergleich gehabt. Bin einfach drauf gekommen, es gibt Bikes, die gehen einfach schwer in die Kurve, die musst du reindrücken, da brauchst du ein bisschen Passion wirken lassen und es gibt Bikes, die fallen einfach automatisch in die Kurve und ich habe mich dafür entschieden, dass ich einfach Bikes, die automatisch in die Kurve fallen, präferiere, weil es einfach much more smoother macht. Und alle, die ich dieses Jahr Probe gefahren bin, nächste Woche kommt bestimmt noch das Video von der Kawasaki Ninja SX 1000. Ja, das sind schon geile Bikes, aber vor allem, wie ich mich wieder auf die KTM gesetzt habe, hat mich keines im Nachhinein total überzeugt. Die KTM ist einfach Gottklasse, was das angeht. Also hat wirklich alle Bikes in den Schatten gestellt. Bremsen bissiger, Boost bissiger, einfach richtig brutal auf der Straße und trotzdem, ja, schwergängiger, größer und nicht so dynamisch. Aber trotzdem einfach ein Monsterbock, der definitiv alle Bikes von diesen verblasst. Ich brauche schon ein bisschen den Verblascharakter. Ja, aber wieso ist es dann eine GS geworden? Die ist ja gemütlicher und mir fehlen echt 15 PS auf meine jetzigen 160. Die neue hat ja 145. Und da ist es einfach Verlässlichkeit. Und 145 ist besser als die bisherigen 134 oder so. Und der Punch vom Boxermotor ist ja geil. Ich habe noch einen Akrapovic Doppel-Endrohr-Auspuff dazu konfiguriert. Gerne mal für euch hier meine Konfiguration. Eigentlich in der Konfiguration nichts Außergewöhnliches. Koffer hat es noch keinen gegeben im Konfigurator. Deshalb, ich überlege auf jeden Fall noch wegen den normalen Tourenkoffern oder wieder große Alukoffer. Weil, wie ich ja jetzt weiß, machen die Alukoffer auf jeden Fall mehr Windverwirbelungen bei sportlichem Fahren, limitieren die Topgeschwindigkeit ein bisschen mehr und allein der Käfig und das Gerüst, das du hast, ist halt immer montiert und macht auch schon Verwirbelungen. Würde ich einfach so mitgeben und für mich mitnehmen. Deshalb, aber ich habe ja eigentlich diese voll geilen SW Motech Trax Taschen und die gehen halt nur auf Alukoffer. Also bin ich eigentlich ein bisschen limitiert. Entweder verkaufe ich diese Teile, aber für lange Reisen geben die halt echt geilen Zusatzstorage. Oder ich hole mir wieder Alukoffer. Steht noch in den Sternen, dabei habe ich die Option noch offen. Schauen wir einfach mal, was kommt. Farbe ist es blau-weiß geworden, weil ich finde, blau-weiß ist einfach mega sportlich und egal ob S1000R, R1250 RS, S1000XR, alle, die ich gesehen habe in blau-weiß, schauen einfach geil aus. Ich denke zwar, Fotos immer, sieht ein bisschen komisch aus, aber live sehen sie einfach, finde ich, mega geil aus. Deshalb diese Farbe. Grün hat mich wirklich auch sehr gereizt. Hier eure Abstimmung. Vielen lieben Dank fürs Teilnehmen, hat mich riesig gefreut. Es war die teuerste Config, irgendwie plus 2.000, 3.000 Euro, wegen vor allem vielen Fräs-Parts. Da dachte ich mir, wieso? Und dann das Grün irgendwie so, hat mich an Jaguar erinnert, ein bisschen gediegen. Ist schwer rübergekommen auf den Fotos des Konfigurators und der ersten Pressevideos. Aber ja, ich muss sagen, mittlerweile sieht sehr geil aus. Ich habe hier ein Video gesehen, vielleicht hier für euch von meinem Moped-Händler hier ums Eck. Vielleicht fahre ich sie nächste Woche schon Probe. Mir gefällt es wirklich sehr gut, auch mit den Koffern. Da waren so silberne Koffer hinten drauf. In einem anderen Reel von BMW Motorrad direkt, glaube ich, war wirklich einfach ein sexy Bike. Das waren die primären Entscheidungsgründe, warum ich mir dieses Moped geschnappt habe. Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Ich hoffe, dass der supergeile Akrapovic auf jeden Fall 15 PS kompensieren kann. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf ein paar Videos, wo eine GS anständig ausgedreht wird, weil das gehört ja natürlich dazu.
Dementsprechend, das war's. Ich wollte euch das Update auf jeden Fall mal geben. Mopedwahl ist gefallen. Primärer Entscheidungsgrund Verlässlichkeit und Reisefreudigkeit. Ich hätte mir echt nie vorstellen können, dass ich mir mal eine GS kaufe. Ist jetzt passiert. Also, dann auf in die neue Saison. Ich freue mich und ich habe dabei noch eine KTM. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Like und Abo nicht vergessen. Macht es ganz gut. Tschüss.